Im ersten Teil dieser Videoreihe haben wir gesehen, dass Amartya Sen im Unterschied zu John Rawls eine nicht ideale Gerechtigkeitstheorie entwirft. Seine Theorie beschreibt kein utopisches Ideal, sondern möchte konkrete und offensichtliche Ungerechtigkeiten in der realen Welt identifizieren und beseitigen. Hierfür entwickelt Sen seinen berühmten Befähigungsansatz. Sen entwickelte den Capability Approach, zu Deutsch Fähigkeiten- oder Befähigungsansatz, seit den 1970er Jahren, Anfang der 1990er Jahre dann in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Philosophin Martha Nussbaum. Im Zentrum steht die Frage nach einem guten Leben bzw. einer gelingenden praktischen Lebensführung. Der Ansatz wird international zunehmend diskutiert und hat großen Einfluss auf Theorien im Bereich der Entwicklung, des Wohlergehens und der Gerechtigkeit. In der Philosophie wurde der Capability Approach für die Entwicklung verschiedener Theorien verwendet, vor allem in der Entwicklungsethik, der politischen Philosophie, der Ethik des öffentlichen Gesundheitswesens, der Umweltethik und Klimagerechtigkeit sowie der Bildungsphilosophie. Der Ansatz will einen praktikablen Maßstab für Vergleiche des Wohlergehens verschiedener Menschen bieten und berücksichtigt dabei die Verschiedenheit von Menschen und ihren Bedürfnissen. Menschliches Wohlergehen setzt sich laut Sen aus zwei Bereichen zusammen: den Befähigungen oder Verwirklichungschancen, zu Englisch Capabilities, und den Verwirklichungen, also den realisierten Zuständen und Tätigkeiten, die Sen Funktionsweisen, Functionings, nennt. Der Ansatz konzentriert sich vor allem auf die Entwicklung von Befähigungen oder Verwirklichungschancen. Befähigungen oder Verwirklichungschancen sind Handlungen und Zustände, die Menschen erreichen können, wenn sie sich dafür entscheiden. Es geht um die Freiheit, zu tun oder zu sein, was man aus gutem Grund wertschätzt. Funktionsweisen sind Handlungen und Zustände, die Personen gemäß ihrer Möglichkeiten und Anlagen tatsächlich realisiert haben, also Befähigungen, die verwirklicht wurden. Sen nennt als Beispiele für angestrebte Funktionsweisen gute Ernährung, das Vermeiden eines vorzeitigen Sterbens, die Beteiligung am Leben der Gemeinschaft sowie die Möglichkeit, die eigenen Arbeitspläne und Ambitionen zu verwirklichen. Ob jemand bestimmte Mittel, Ressourcen und öffentliche Güter in eine Funktionsweise umwandeln kann, hängt entscheidend von bestimmten persönlichen, soziopolitischen und Umweltbedingungen ab, die als Umwandlungsfaktoren bezeichnet werden. Wohlergehen hängt laut Sen also davon ab, was die Menschen tun und sein können, und somit von der Art des Lebens, das sie tatsächlich führen können. Wesentlich hierfür ist Freiheit. Freiheit ist für Sen genauso wie für Rawls eine sehr wichtige Voraussetzung für Gerechtigkeit. Die Ausübung von Freiheitsrechten ist seiner Ansicht nach die zentrale Grundlage für eine gerechte Gesellschaft. Sen vertritt jedoch ein differenzierteres Freiheitsverständnis als Rawls und möchte den Fokus weg von den Grundgütern wie Freiheit, Gleichheit usw. hin zu der Verteilung der Verwirklichungschancen richten. Es geht ihm dabei nicht nur um eine reine Chancengleichheit oder potenziell nutzbare Freiheitsrechte, sondern auch um den Prozess, in dem Menschen ihre Chancen und Ziele definieren. Freiheit ist laut Sen aus mindestens zwei Gründen kostbar. Sie gibt uns mehr Chancen, unsere Ziele zu erreichen, hilft uns also dabei, die Dinge, die uns wichtig sind, in die Tat umzusetzen. Freiheit hilft aber auch bereits beim Entscheidungsprozess, sodass wir nicht aufgrund von äußerem Druck in eine bestimmte Lebenssituation gezwungen werden. Sen macht hier die begriffliche Unterscheidung zwischen dem Chancenaspekt und dem Prozessaspekt der Freiheit. Wie wichtig und weitreichend die beiden Aspekte sein können, verdeutlicht er an einem Beispiel. In Szenario A entscheidet sich Kim eines Sonntags, nicht auszugehen, sondern lieber zu Hause zu bleiben. Genau das macht er auch. In Szenario B hingegen brechen ein paar brutale Gangster bei Kim ein, zerren ihn aus dem Haus und werfen ihn in einen tiefen Abwassergraben. Und in Szenario C sperren die Gangster Kim bei sich zu Hause ein und verbieten ihm unter Androhung übler Strafen, das Haus zu verlassen. In Szenario A kann Kim tun und lassen, was er will. Weder der Chancen- noch der Prozessaspekt der Freiheit ist beeinträchtigt. Im Szenario B ist Kims Freiheit schwer beeinträchtigt. Weder kann er tun, was er möchte, nämlich zu Hause bleiben, noch kann er selbst entscheiden, was er tun will. Sowohl der Chancenaspekt von Kims Freiheit als auch der Prozessaspekt sind betroffen. Und in Szenario C wieder ist eindeutig ein Verstoß gegen den Prozessaspekt von Kims Freiheit geschehen. Zwar tut er nun unter Zwang, was er sowieso getan hätte, aber nicht freiwillig.
Sen wirft nun einen genaueren Blick auf den Chancenaspekt von Kims Freiheit. Hat sich dieser Aspekt durch den Eingriff der Gangster nicht verändert, da Kim in beiden Fällen freiwillig oder unter Zwang das Gleiche tut? Wenn wir die Chance, die Menschen haben, nur danach beurteilen, ob sie am Ende das tun, was sie freiwillig wählen würden, dann gäbe es zwischen Szenario A und C keinen Unterschied. Kim kann in beiden Fällen wie geplant zu Hause bleiben. Laut Sen ist damit aber nicht angemessen erfasst, was wir unter einer Chance verstehen. Seiner Ansicht nach können wir Gelegenheiten, die wir haben, nicht nur danach beurteilen, ob wir uns am Ende in der Situation befinden, die wir uns ausgesucht hätten. Wir müssen bei unserem Urteil auch signifikante Alternativen beachten, die wir hätten wählen können, wenn wir gewollt hätten. Auch in Bezug auf die Chance oder die Gelegenheit bestehen demnach Unterschiede zwischen Szenario A und C. In Szenario C wurde auch der Chancenaspekt von Kims Freiheit in Mitleidenschaft gezogen, wenn auch nicht so radikal wie in Szenario B. Der Chancenaspekt der Freiheit lässt sich laut Sen nicht ausschließlich angesichts der Endergebnisse einer Entscheidung definieren. Die Option und die Wahlfreiheit, die daneben bestehen, müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Es geht also auch beim Chancenaspekt der Freiheit immer auch darum, wie eine Person zu ihrer Entscheidung kommt, zum Beispiel freiwillig oder unter Zwang. Der Chancenaspekt von Kims Freiheit wird also in Szenario C eindeutig untergraben, da ihm ja unter Drohungen befohlen wurde, zu Hause zu bleiben. In Szenario A hingegen kann Kim verschiedene Alternativen gegeneinander abwägen und hat die Wahl, zu Hause zu bleiben, wenn er möchte. Wahre Freiheit schließt die freiwillig ungenutzten Wahlmöglichkeiten mit ein. Die vorhandenen, aber freiwillig nicht genutzten Wahlmöglichkeiten einer Person lassen sich jedoch nicht ermitteln, wenn man nur auf das Endergebnis schaut, also darauf, was Menschen tatsächlich tun oder in welcher Situation sie sind. Auch bei der Beurteilung von Befähigungen und Handlungsspielräumen, über die eine Person verfügt, ist dieser Blickwinkel wichtig. Man darf die Befähigung einer Person, das Leben zu führen, das sie schätzt, laut Sen nicht nur am Endergebnis, der Verwirklichung ihrer Bemühungen messen, sondern muss diese Befähigung auf breiterer Basis beurteilen. Auch der Entscheidungsprozess der Person, besonders die anderen Alternativen, die ihr zur Verfügung stehen, müssen berücksichtigt werden. Nur so findet man heraus, wie frei die Person wirklich ist. Jede Theorie der Gerechtigkeit muss bestimmte Merkmale der Welt definieren, mithilfe derer sie eine Gesellschaft beurteilt und einschätzt, was gerecht und was ungerecht ist. Der Utilitarismus konzentriert sich hierbei auf den Nutzen, welcher wiederum an Lust bzw. Unlust bemessen wird. Andere ökonomische Verfahren schauen auf Einkommen, Besitz oder Kapital. Der Befähigungsansatz hingegen betrachtet die tatsächliche Freiheit der Person, das tun und sein zu können, was ihr wichtig ist. Sen schreibt: Er befasst sich mit der Fähigkeit von Menschen, das Leben zu führen, das sie mit gutem Grund wertschätzen, und untersucht deshalb zum einen, was Personen wertschätzen, und zum anderen fragt er, welche Einflüsse auf ihre Bewertungen einwirken. Diese Definition unterstreicht, dass es wichtig ist, bei der Bewertung des Wohlergehens zu berücksichtigen, welche Handlungen und Zustände die individuelle Person selbst wertschätzt. Dies steht im Gegensatz zu objektiveren Maßstäben für das Wohlergehen wie ressourcenorientierten ökonomischen Verfahren oder dem Utilitarismus. Diese gehen nämlich davon aus, dass das Wohlergehen der Menschen anhand eines objektiven Maßstabs bewertet werden kann und sollte, zum Beispiel anhand der Menge an Ressourcen, über die sie verfügen, oder der Höhe des Nutzens, den sie aus dem Besitz dieser Ressourcen ziehen. Indem sich der Ansatz auf die individuellen Befähigungen oder Verwirklichungschancen von Menschen und nicht auf Verwirklichungen oder Funktionsweisen konzentriert, wird keine bestimmte Vorstellung des guten Lebens bevorzugt. Verschiedene Lebensweisen sind möglich, aus denen jeder Mensch wählen kann. Der individuelle Vorteil wird an der Befähigung bzw. den realen Chancen einer Person gemessen, das Leben zu führen, das sie mit gutem Grund wertschätzt. Das Konzept des Befähigungsansatzes ist also eng mit dem Chancenaspekt der Freiheit verbunden. Folgende Merkmale sind besonders wichtig. Sens Befähigungsansatz ist ein allgemeiner Ansatz. Er bewertet und vergleicht individuelle Vorteile, die an realen Chancen gemessen werden, liefert jedoch keinen spezifischen Entwurf für die Organisation einer Gesellschaft und keine bestimmte Faustregel für politische Entscheidungen. Er bietet einen flexiblen und vielseitigen Rahmen und keine präzise Theorie des Wohlbefindens.
Sen lehnt es konsequent und ausdrücklich ab, eine im Voraus festgelegte kanonische Liste von Fähigkeiten zu verteidigen, die von Theoretikern ohne eine allgemeine gesellschaftliche Diskussion oder öffentliche Argumentation ausgewählt wurde. Martha Nussbaum hingegen befürwortet eine solche klar definierte Liste von 10 zentralen menschlichen Fähigkeiten, die ihrer Meinung nach in der Verfassung eines jeden Landes verankert werden sollten. Der Befähigungsansatz erfasst außerdem sehr viele verschiedene Merkmale unserer Lebensführung und unserer Anliegen. Die Funktionsweisen, die Menschen anstreben, können sehr verschieden sein und sehr unterschiedlich bewertet werden. Der Befähigungsansatz berücksichtigt nicht nur, was eine Person am Ende wirklich tut, sondern auch das, was sie zu tun vermag, unabhängig davon, ob sie sich entscheidet, ihre Fähigkeit tatsächlich zu nutzen. Es geht also nicht nur um die tatsächliche Realisierung von Funktionsweisen, sondern auch um die Chance, zwischen verschiedenen Aktivitäten zu wählen. Denn unsere Freiheiten und Wahlmöglichkeiten sind Teil unseres wirklichen Lebens. Kims Leben ist beeinträchtigt, wenn er gezwungen wird, zu Hause zu bleiben und sich diese Alternative nicht freiwillig aus mehreren Wahlmöglichkeiten aussuchen konnte. Neben Verwirklichungen müssen wir laut Sen daher auch die Befähigung bzw. die Chancen einer Person berücksichtigen. Die Befähigung einer Person beinhaltet auch die Freiheit, zwischen verschiedenen Funktionsweisen wählen zu können. Selbst wenn 2 Personen hinsichtlich des tatsächlich Erreichten, also ihrer realisierten Funktionsweisen in der gleichen Situation sind, kann eine der beiden Personen dennoch in Wahrheit sehr viel stärker benachteiligt sein als die andere. Sen verdeutlicht dies am Beispiel von Hunger und Unterernährung zweier Menschen. Jemand, der aus religiösen, politischen oder beruflichen Gründen freiwillig fastet, leidet genauso an Hunger und Unterernährung wie das Opfer einer Hungersnot. Die Verwirklichung, also die sichtbare Unterernährung, ist bei beiden Menschen weitgehend gleich. Dennoch kann die Befähigung der gut situierten Person, die das Fasten freiwillig gewählt hat, viel größer sein als die Befähigung derjenigen, die unfreiwillig aus Armut und Not Hunger leidet. Erstere kann nämlich ihrem aktuell empfundenen Hunger jederzeit ein Ende setzen und mehr Kalorien zu sich nehmen, während die zweite Person diese Fähigkeit nicht besitzt. Sens Befähigungsansatz kann diesen wichtigen Unterschied berücksichtigen, da er sich an Freiheit und Chancen orientiert. Es werden die tatsächlichen Fähigkeiten von Menschen berücksichtigt, in dem ihnen zugänglichen Bereich unterschiedliche Lebensformen für sich auszuwählen. Es geht nicht nur um das Endergebnis ihrer Wahl. In seinen Untersuchungen zum Verhältnis von Hunger und absoluter Armut konnte Sen mit diesem Ansatz nachweisen, dass bei Hungersnöten die Not vieler Menschen gar nicht aus einem Mangel an Lebensmitteln resultiert. Arme Menschen haben vielmehr bei Hungersnöten und anderen Katastrophen oftmals keinen Zugang zu Hilfsgütern, weil ungerechte Marktstrukturen und überforderte oder korrupte staatliche Einrichtungen dies verhindern. Der Befähigungsansatz betrachtet die wirklichen Lebenschancen von Menschen und nicht nur isolierte Daten wie etwa den Lebensunterhalt einer Person. Er konzentriert sich also nicht ausschließlich auf die von Rawls sogenannten Grundgüter, wie beispielsweise Einkommen, Wohlstand, Besitz, Macht, Privilegien und so weiter. Solche Grundgüter sind laut Sen nicht für sich genommen wertvoll, sondern im besten Fall Mittel zu anderen Zwecken, vor allem zur Freiheit. Sie können unser Streben nach einem guten Leben fördern, sind aber nicht selbst Ziele des guten Lebens. Der Befähigungsansatz ist daher auch nicht auf das Erreichen bestimmter Mittel ausgerichtet, sondern auf Befähigungen und Chancen und damit auf die Freiheit, bestimmte wohlüberlegte Ziele zu erreichen. Hier wird erneut ein großer Unterschied zu Rawls deutlich. Eine Person, die viel Geld hat, aber sehr krank oder körperlich behindert ist, ist nicht notwendigerweise als sehr begünstigt einzuschätzen, nur weil ihre Einkünfte hoch sind. Sie besitzt zwar eines der Mittel zum Wohlergehen in hohem Maße, nämlich viel Geld, aber aufgrund ihrer Krankheit oder körperlichen Behinderung hat sie dennoch Schwierigkeiten, diese Mittel in ein gutes Leben umzusetzen. Das heißt, in ein Leben, das sie mit gutem Grund genießen kann. Zusätzlich zu ihren hohen Einkünften bräuchte die Person für ein solches Leben beispielsweise Zugang zu guter medizinischer Versorgung, zu gemeinschaftlichen Aktivitäten und eine barrierefreie Umgebung. Wir müssen daher betrachten, wie weit diese Person einen Zustand von Gesundheit und Wohlbefinden erreichen kann und wie weit sie die Kraft aufbringen kann, das zu tun, was ihrer Überzeugung nach für ein gutes Leben nötig ist. Die Mittel zu einem guten Leben sind nämlich nicht für sich genommen schon die Ziele eines guten Lebens.
Der Befähigungsansatz verlagert also den Schwerpunkt von den Mitteln, den Ressourcen, die den Menschen zur Verfügung stehen und den öffentlichen Gütern, zu denen sie Zugang haben, auf die Ziele, was sie mit diesen Ressourcen und Gütern tun und sein können. Diese Verlagerung des Schwerpunkts ist wichtig, da Ressourcen und Güter allein nicht gewährleisten, dass die Menschen in der Lage sind, sie in tatsächliche Handlungen und Zustände umzuwandeln. Zwei Personen, die über ähnliche Güter und Ressourcen verfügen, können dennoch je nach ihren Umständen sehr unterschiedliche Ziele erreichen. Um das Wohlergehen von Menschen zu beurteilen, müssen wir also nicht nur die Menge an Ressourcen berücksichtigen, die sie haben, sondern auch, was sie mit diesen Ressourcen tun und sein können. Bereits Aristoteles hat in der Nikomachischen Ethik dargelegt, dass Einkommen oder Wohlstand nur Mittel zum Zweck sind. Der Reichtum ist gewiss nicht das gesuchte oberste Gut, denn er ist nur ein Nutzwert, Mittel für andere Zwecke. Reichtum ist kein Gut, das wir um seiner selbst willen schätzen und auch kein zuverlässiger Indikator für ein gutes Leben. Eine reiche, aber körperlich behinderte Person ist nicht unbedingt begünstigter als ihr gesunder Nachbar, nur weil sie ein höheres Einkommen hat. Um die Vorteile verschiedener Personen miteinander vergleichen zu können, müssen wir die Gesamtheit der Chancen betrachten, die sie nutzen können. Solche Evaluierungen müssen daher laut Sen auf der Grundlage des Befähigungsansatzes vorgenommen werden. Die Konzentration auf Ressourcen, also Einkommen und Wohlstand, garantiert keine zuverlässige Einschätzung. Der Befähigungsansatz konzentriert sich auf das Leben, das Menschen führen können und nicht auf ihre Ressourcen. Für das Thema der Armutsbekämpfung bedeutet der Ansatz, dass auch Armut nicht als Mangel an Einkommen definiert ist, sondern als Mangel an Chancen. Dieser Mangel an Chancen hat sowohl Auswirkungen auf das persönliche Wohlergehen und Glück, als auch auf die Kriterien der Freiheit und Gleichheit. Dem Befähigungsansatz zufolge hängen die Verwirklichungschancen und damit auch Freiheiten einerseits von der Ressourcenausstattung der Individuen ab, andererseits aber auch von deren Fertigkeiten und Fähigkeiten. In Sens Idee der Gerechtigkeit sind die Verwirklichungschancen einzelner Personen die zentrale Kategorie für die Bestimmung des Gerechtigkeitsgrades einer Gesellschaft. Bei der Frage, welcher von zwei gesellschaftlichen Zuständen gerechter sei, muss man daher mit Hilfe des Befähigungsansatzes überprüfen, wo Menschen die meisten Verwirklichungschancen haben. Unterschiedliche Menschen können ganz unterschiedliche Chancen haben, Einkommen und andere Grundgüter in Merkmale eines guten Lebens und in Freiheit umzuwandeln. Die Beziehung zwischen Ressourcen und Armut ist veränderlich und hängt stark von den Besonderheiten der betroffenen Menschen und ihrer natürlichen wie sozialen Umwelt ab. Sen nennt 4 wichtige Kriterien oder Umwandlungsfaktoren, die Einfluss auf die Verwirklichungschancen von Menschen haben. Menschen haben aufgrund physischer Unterschiede im Alter und Geschlecht, im Ausmaß ihrer Gesundheit oder Behinderung oder Anfälligkeit für Krankheiten extrem verschiedene Bedürfnisse. Ein Kranker oder Invalide braucht zum Beispiel ein höheres Einkommen, um die gleichen elementaren Dinge tun zu können, während eine weniger beeinträchtigte Person mit weniger Geld auskommen kann. Und manche Nachteile, zum Beispiel schwere Behinderungen, sind selbst dann nicht zu beheben, wenn man sehr hohe Summen für medizinische Behandlung oder Prothesen ausgibt. Wie weit ein bestimmtes Einkommen reicht, hängt auch von Umweltbedingungen einschließlich Klima, Extremtemperaturen oder Überschwemmungen ab. Die Umweltbedingungen sind zwar nicht unabänderlich und könnten durch gemeinschaftliche Anstrengungen verbessert oder durch Verschmutzung und Raubbau verschlimmert werden, aber ein auf sich allein gestellter Einzelner muss Umweltbedingungen überwiegend als gegeben hinnehmen, wenn er Einkommen und persönliche Ressourcen in Funktionsweisen und Lebensqualität umwandelt. Die Umwandlung von Einkommen und persönlichen Ressourcen in Funktionsweisen und Lebensqualität steht auch unter dem Einfluss sozialer Bedingungen, unter anderem der medizinischen Versorgung und Epidemieforschung, des staatlichen Erziehungswesens und der Verbrechensbekämpfung oder zunehmenden Gewalttätigkeit in der betreffenden Region sowie der Art der Beziehungen in der Gemeinschaft. Übliche Verhaltensmuster in einer Gemeinschaft können sich auch beträchtlich darauf auswirken, wie viel Einkommen nötig ist, um bestimmte elementare Funktionen sichern zu können. Um ohne Scham in der Öffentlichkeit auftreten zu können, muss man in einer reicheren Gesellschaft höhere Standards bezüglich Kleidung und anderen Konsumgütern erfüllen als in einer ärmeren. Das Gleiche gilt für das Einkommen, das man benötigt, um am Gemeinschaftsleben teilnehmen zu können. Mängel mit verschiedenen Ursachen können sich außerdem zu Benachteiligungen verketten.
Belastungen wie Alter, Behinderung oder Krankheit verringern die Fähigkeit, Geld zu verdienen und erschweren gleichzeitig auch die Umwandlung von Einkommen in Befähigung. Ein älterer, behinderter oder kranker Mensch braucht mehr Einkommen, beispielsweise für Hilfskräfte, Prothesen, medizinische Behandlung, um die gleichen Funktionen ausüben zu können als ein junger und gesunder Mensch. Wirkliche Armut, verstanden als Mangel an Chancen, kann daher leicht viel bedrohlicher sein, als wir aus Einkommenszahlen ablesen können. Diese Überlegung kann bei der Einschätzung öffentlicher Maßnahmen helfen, die beispielsweise alte oder behinderte Menschen unterstützen sollen. Diese Menschen haben nämlich zusätzlich zu ihrer geringen Fähigkeit, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, auch Probleme, ihr niedriges Einkommen in Befähigungen umzuwandeln. Als zusätzlichen Einwand gegen die Definition von Armut als Mangel an Einkommen nennt Sen die Aufteilung von Vergünstigungen und Chancen innerhalb der Familie. Denn das Einkommen der Familie, welches die geldverdienenden Mitglieder erwerben, steht nicht jedem einzelnen Familienangehörigen gleichermaßen zur Verfügung. Oftmals werden bei der Zuteilung der Familienressourcen Jungen gegenüber Mädchen systematisch bevorzugt. Die Ungleichbehandlung der Geschlechter bei der Verteilung der Familienressourcen ist vor allem in vielen Ländern Asiens und Nordafrikas ein gravierendes Problem. Mädchen haben im Vergleich zu männlichen Familienangehörigen höhere Sterblichkeits- und Krankheitsziffern, sind deutlicher unterernährt und werden schlechter medizinisch versorgt. Diese Daten spiegeln die geringeren Aussichten der Mädchen auf ein gutes Leben viel genauer wider als ein Vergleich des Einkommens verschiedener Familien. Behinderung ist ein globales Problem, dessen Ausmaß erschreckend ist. Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung leiden mit am meisten in der Welt an Mangel und Not. Mehr als 600 Millionen Menschen, ungefähr ein Zehntel der Gesamtbevölkerung, leben mit einer erheblichen Behinderung, mehr als 400 Millionen davon in Entwicklungsländern. Menschen mit Behinderung sind in diesen Ländern, gemessen am Einkommen, häufig die Ärmsten der Armen. Dazu kommt, dass sie mehr als gesunde, arbeitsfähige Menschen auf Einkommen angewiesen sind, dass sie für ein annähernd normales Leben Geld und Hilfe brauchen. Die stark eingeschränkten Verdienstmöglichkeiten, Sen spricht von Erwerbshandicap, werden häufig noch weiter eingeschränkt durch das Umwandlungshandicap, also die Schwierigkeit, Einkommen und Ressourcen in ein gutes Leben trotz Behinderung umzuwandeln. Viele der tragischen Folgen von Behinderungen können durch entschlossene gesellschaftliche Hilfe und Intervention überwunden werden. Man kann sowohl die Nachteile von Behinderungen mindern, als auch dafür sorgen, dass sie gar nicht erst auftreten. Viele Behinderungen sind nämlich vermeidbar. Sen schreibt: Nur ein relativ bescheidener Anteil der 600 Millionen Menschen, die mit Behinderungen leben, war schon bei der Empfängnis oder auch nur von Geburt an dazu verdammt. Falsche Ernährung der Mütter und Unterernährung der Kinder zum Beispiel können die kindlichen Abwehrkräfte schwächen und die Anfälligkeit für Krankheiten und Schädigungen der Gesundheit erhöhen. Blindheit kann eine Folge von Krankheiten sein, die auf Infektionen und verunreinigtes Wasser zurückzuführen sind. Andere Behinderungen haben ihre Ursache in Kinderlähmung, Masern oder AIDS sowie in Verkehrs- oder Arbeitsunfällen. Ein zusätzliches Problem sind die Landminen, die überall in Krisengebieten verstreut sind und Menschen, vor allem Kinder, verstümmeln und töten. Prävention oder Minderung der negativen Konsequenzen von Behinderungen ist laut Sen zentral für die Erhöhung von Gerechtigkeit. Einkommen reicht auch in diesem Fall als Kriterium für Ungerechtigkeit und Benachteiligung nicht aus, denn die 600 Millionen behinderten Menschen auf der Welt sind nicht nur durch ein zu niedriges Einkommen, sondern auf vielfache Weisen benachteiligt. Sie haben häufig aus sehr vielfältigen Gründen nicht die Freiheit, ein gutes Leben zu führen. Für Sens Idee der Gerechtigkeit sind individuell erlebte Ungerechtigkeiten ausschlaggebend. Diese Ungerechtigkeiten sind nicht nur durch einen Mangel an Ressourcen definiert, sondern durch einen Mangel an Chancen. Sie können mit Hilfe des Befähigungsansatzes evaluiert werden. Die hierdurch gewonnenen Informationen können dann zur Bewertung von Gesellschaften und sozialen Institutionen dienen und bestenfalls zu einer Beseitigung oder Verringerung bestehender Ungerechtigkeiten führen. Was hältst du persönlich von Sens Ansatz? Mit dem Quizlet-Lernset Amartya Sen Befähigungsansatz kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!